Der Mensch ist freigeboren und überall liegt er in Fesseln, schrieb Jean-Jacques Rousseau vor über 300 Jahren. Das stimmt auch heute noch, auch wenn wir diese Fesseln nicht immer sehen können. Eine Kette von Angst und Gewalt geht durch die gesamte Menschheit. Aus Angst vor Gewalt ist der Mensch gewalttätig geworden und macht anderen wiederum Angst. Gewalttätig gegenüber seinesgleichen, gegenüber der Tierwelt, der Natur und sich selbst. Das hat die Erde und all ihre Bewohner an den Rand des Abgrunds gebracht. Können wir die globale Zerstörung noch verhindern? Können wir Frieden erzeugen, der mehr ist als ein zeitweiliges Schweigen von Waffen? Frieden auch mit der Natur. Frieden in der Liebe. Können wir noch einmal neu anfangen? Wir sind am südwestlichen Zipfel Europas, im südlichen Portugal, in meiner alten Heimat. Vor 30 Jahren begann eine Gruppe auf einem abgelegenen Stück Land mit dem Aufbau des Heilungsbiotops 1 Tamera, einer Friedensforschungsgemeinschaft. Die Projektgründer um Dieter Dohm und Sabine Lichtenfels folgten der Idee, zunächst an einem Ort, an sich selbst, zu verstehen, wie die globale Kette von Angst und Gewalt Risse bekommen könnte. Dieter Dohm schrieb damals in einer Projekterklärung folgendes Gedankenexperiment. Man stelle sich vor, der Weltengeist kommt zu einer Gruppe von Menschen und gibt ihnen folgende Aufgabe. Ihr sollt herausfinden, unter welchen Bedingungen die Erde geheilt werden könnte. Dafür stehen euch euer Geist, euer Leib, eure Kommunikationsfähigkeit und das gesammelte Wissen der Menschheit zur Verfügung. Zunächst einmal müsst ihr herausfinden, wie ihr selbst untereinander und mit den Geschöpfen der Natur auf eine gewaltfreie, heilende Weise zusammenleben könnt. Ich selber habe hier 18 Jahre lang meines Lebens gelebt und mitgearbeitet. Und die Träume und Ziele von Tamera sind nach wie vor meine eigenen Träume und Ziele, nämlich ein Modell aufzubauen, das in allen Bereichen auf Vertrauen beruht, auf Miteinander beruht und dafür das Wissen zusammenzutragen und auch zu verbreiten. Das, was ich hier vorfinde, ist gleichzeitig eine Gemeinschaft, die nach 30 Jahren durch alle möglichen Stürme der Zeit gegangen ist und innere und äußere Krisen und Herausforderungen durchlebt hat. Dieter Dohm hat selber mal gesagt, Gemeinschaft ist das Abenteuer unserer Zeit. Und ich finde es sehr spannend, wie die Tamera-Gemeinschaft mit diesem Abenteuer umgeht. Nach wie vor den eigenen Zielen treu zu bleiben und dabei die ethischen Richtlinien als Kompass zu haben. Das sind selbstverantwortliche Teilnahme, gegenseitige Hilfe und Unterstützung und Wahrheit untereinander. Ja, wir sind hier an einem ganz besonders intimen Ort von Tamera, der Orakelquelle. Vor über 30 Jahren, als Sabine Lichtenfels auf Geländesuche war für das Kulturmodell Tamera, da hat sie dieses Gelände auch besucht und der Schäfer, der damals hier seine Schafe hütete, führte sie an diese Stelle, um zu zeigen, dass hier gutes Wasser ist. Und sie sah sich um und sah, dass da ein Feigenbaum und eine Palme an einer Quelle standen und das war für sie ein Symbol der großen Mutter, der Göttin. Wie so ein Zeichen, das soll das Gelände sein.
Gegründet wurde Tamira von der Theologin, Autorin und Friedensaktivistin Sabine Lichtenfels und dem Soziologen und ehemaligen Vordenker der deutschen Linken Dieter Dohm. Ich freue mich, dass Sabine Zeit hat, sich mit mir zu treffen. Schön, dass wir uns mal wiedersehen. Vor 30 Jahren hast du hier einen Vertrag unterschrieben und hast dieses Gelände mit anderen zusammen gekauft, mit einer großen Vision. Was war eigentlich die Ursprungsvision? Warum hattest du das Gefühl, so einen Ort gründen zu wollen? Das war damals ganz stark die Vision, dass wir eine Art von Kulturmodell gründen wollten, wo wir die ganzen Aspekte zueinander führen, damit eine Menschheitsgeschichte tatsächlich den Krieg beenden kann. Als ich damals 1978 bei der Projektgründung beteiligt war, da habe ich Dieter Dohm kennengelernt und Charlie Rainer Ehrenpreis. Und wir haben uns damals die Hand gegeben und gesagt, wir möchten ein Projekt gründen, wo man zeigen kann, dass eine gewaltfreie Kultur möglich ist. Also in dem Sinn verstehen wir uns ja bis heute auch als Friedensforschungsprojekt. Und Ende 1994 haben wir endlich den Platz gefunden. Das weiß ich noch, das war mein 40. Geburtstag. Und wir hatten das Gefühl, jetzt endlich wissen wir, wo unser Kulturgründungsprojekt entstehen kann. Für uns wurde immer deutlicher in der ganzen Gemeinschaftsgründungszeit, dass die vielen verschiedenen Forschungsaspekte alle das menschheitliche Thema, die Frage der Geschlechterbeziehungen, die Frage der Liebe, die Frage der Treue, die Frage, wie sehen denn die Systeme aus, die nicht mehr zu Verlust, Angst und Eifersucht führen. Das war eine Kernfrage durch die ganzen Jahre und ich würde es immer noch als die Kernfrage bezeichnen. Die verschiedensten Projekte entstanden. In allen Bereichen, die für den Aufbau eines Kulturmodells gebraucht wurden. Und mit allen Themen, die sich stellen, wenn Menschen gemeinsam an der Zukunft arbeiten. Von freier Schule, von Kooperation mit der Natur, über politische und ökologische Friedensarbeit, Spiritualität, gerechte Ökonomie und im Kern immer wieder die Heilung von Liebe und Sexualität. Doch vor allen anderen Aktivitäten, vor dem Bäume pflanzen, bauen und organisieren, begannen sie als Künstler. Die ersten Wochen zog die Gruppe mit ihren Malplatten an die verschiedensten Orte von Tamira und malten. Ich treffe Marjana Geusen auf dem Kunstberg, die damals selber dabei war, und frage sie, welche Bedeutung für sie die Kunst hat. Kunst ist ja eine elementare Lebensdimension, ne, wie Gemeinschaft, wie Liebe, Eros und Religion, und ist eigentlich ein Raum, wo wir kreativ und auf ungewöhnliche und unbekannte Weisen unseren inneren Schatz entdecken und heben können. Also jeder Mensch hat einen inneren Schatz. Wir haben eben immer wieder auch diese Räume aufgesucht, um nicht in Funktionalität zu versinken, ne? Ich als Mensch brauche diese Räume, diese offenen Räume, um diesen ungewöhnlichen und freien Lebensstrom aufbauen zu können, ne? Entwickeln zu können. Jenseits der Funktionalität, wo wir immer sagen, ja, wir müssen das machen, das und das wird gebraucht, und die Leistungsgesellschaft, die Konkurrenz, all das, was einen normalerweise auch mit Sorge, Liebeskummer oder sonstige Emotionen besetzt, dass wir mal reingehen in eine Dimension, wo das keine Rolle mehr spielt, ne, wo ganz andere Dinge eine Rolle spielen. Die Welt als Licht, Form und Farbe, die Welt der Natur, ja, der Leib mit all seinen unglaublichen Wundern, die Kraft des Eros, ne, da will etwas ans Licht der Welt. Dieser Gedanke, ne, ab jetzt ist Kunst auch die Geburtsstätte des Eros, die Geburtsstätte neuer Menschengemeinschaft.
Kunst gehört in jedes ökologische Gelände, an die Mauern von Ruinen, an die Wände der Metallwerkstatt. Denn Kunst kommt aus dem Überschwang eines heiteren, sternenklaren Geistes. Wasser ist Leben, wie wir alle wissen. Wasser, Energie und Nahrung gehören zu den Sachen, die wir in die eigene Hand bekommen sollten, wenn wir in Frieden leben wollen. Und da hatten wir ein Problem in Tamera. Hier regnet es im Winter sehr viel und in Portugal und im Sommer eben fast gar nicht. Und das war dann so, dass wenn im Frühling die Felder abgetrocknet waren, dann es schon bald so heiß wurde, dass man gar nichts mehr anbauen konnte. Und wir haben damals den Bergbauern und ökologischen Visionär Sepp Holzer aus Österreich eingeladen und gefragt, können wir hier 200, 300 Menschen oder sogar mehr ernähren? Und er hat gelacht und hat gesagt, gar kein Problem. Ich weiß es bis heute, wie er aus dem Auto ausgestiegen ist und gesagt hat, ich sehe hier schon einen See. Und wir haben gesagt, wie, ein See, wo soll der herkommen? Hier gibt es überhaupt keinen Fluss, keinen Bach und nichts. Wo soll das Wasser herkommen? Ja, schaut doch mal ringsum. Wenn es regnet, fließt das Wasser da runter und fließt hier das Tal runter. Wir müssen nur das Tal zumachen, dann ist gut. Gar keine Arbeit, hat er gesagt. Es war dann doch Arbeit und wir haben es gemacht, wir haben es gewagt und sind doch sehr froh, dass wir diese Arbeit gemacht haben, weil das Wasser, was im Winter hier als Regen fällt, dadurch auch im Sommer verfügbar ist. Und was mindestens genauso wichtig ist, die fruchtbare Erde, die mit den starken Regenfällen immer weggeschwemmt wird und die Flüsse runterrauscht bis ins Meer, die bleibt eben auf dem Gelände. Die Bodenfruchtbarkeit bleibt erhalten. Und so ist dann hier, wo früher die Straße durchs Tal ging, jetzt der See 1. Und es sind noch weitere Teiche entstanden. Also ist die Wasserretentionslandschaft von Tamera ein sehr lebendiges Gebilde. Inzwischen hat es tatsächlich geregnet. Darüber freut sich das Ökologieteam, darunter Silvano Rizzi, der mir einige Fragen über die Wasserretentionslandschaft von Tamera beantwortet. Bestes Wetter, gutes Wetter. Wir haben in den letzten 24 Stunden 75 Millimeter, was richtig gut ist für das ganze Land, für alle Lebewesen, weil Portugal eher in einem trockenen Gebiet liegt und wir wenig Regen hatten bis jetzt für dieses Jahr. Also, ich meine, das eine ist, dass das Wasserprojekt, die Ökologie in dieser Gemeinschaft eingebettet ist. Mit all den Prinzipien und Ethiken von Tamera generell. Das ist schon mal sehr speziell und habe ich so in der Welt noch nicht gesehen. Also wir haben schon seit 2007 und eigentlich auch schon vorher an der Wasserretention gearbeitet, vor allem mit Sepp Holzer und dann vielen weiteren Helfern und Helferinnen und haben 150 Hektar umgewandelt, renaturiert, restauriert und haben viele Swales, Checkdams, Teiche angelegt und viele andere Sachen aufgeforstet und haben so ein riesen Biotop angelegt, wo das Regenwasser einsickern kann. Und ich würde sagen, die ganze Welt hat im Moment ein Wasserthema, ein Wasserkreislaufproblem. Das spiegelt sich auch in dem Klimawandel wider. Und wir sind jetzt im Südportugal, ist also ein Modell für Portugal, aber auch für die ganze Iberische Halbinsel. Aber eigentlich überall in der Welt, auch in der nördlichen Hemisphäre wie in Deutschland, haben wir die gleichen Probleme. Sie sehen vielleicht ein bisschen anders aus, aber eigentlich sind es die gleichen Probleme. Auch in Deutschland haben wir jetzt ein sinkendes Grundwasser, ein immenses sinkendes Grundwasser. Die Wasserretentionslandschaft versucht, so viel wie möglich Regenwasser einzusickern in den Erdboden, um das Grundwasser aufzufüllen, um Leben zu kreieren, um das Leben zu unterstützen, vor allem die Vegetation und den Bodenaufbau. Und man versucht eigentlich,
den Wasserkreislauf, den großen und den kleinen Wasserkreislauf wieder zu schließen und zu heilen. Und wir haben jetzt sehr viel Wasser eigentlich auf unserem Land. Also das meiste Regenwasser bleibt auf unserem Land und sickert ein. Und jetzt geht es natürlich auch darum, unter anderem dieses Wasser agieren zu lassen, bestmöglich. Das heißt, wir forsten sehr viel auf, wir pflegen unsere Landschaft, also unsere Weiden, unsere Aufforstungen, die wir schon seit Jahrzehnten haben. Und wenn wir wieder heilen, natürlichen Wald haben mit dem dicken, saftigen Boden, der dazugehört, dann haben wir wieder die eigentliche, perfekte, richtige Wasserretention aufgebaut. Birger Bump lebt seit über 20 Jahren in Tamera, arbeitet aber auch teilweise als engagierter Unternehmer in Deutschland. Ich fragte ihn, was ist ein Heilungsbiotop und wo ist Tamera nach 30 Jahren gelandet? Heilungsbiotop heißt für mich, ein Kulturmodell aufzubauen, eine Lebensmöglichkeit aufzubauen, wo eine Gemeinschaft von Menschen in allen Lebensbereichen eine bestimmte Art von Systemwechsel vollzieht. Heilungsbiotop steht für mich für ein Kulturmodell, wo die heilige Matrix in allen Möglichkeiten des Seins unter Menschen und im Zusammenleben mit allen Mitgeschöpfen verwirklicht ist oder lebendig gelebt wird. Tamera ist längst noch nicht ein Heilungsbiotop, sondern es ist ein Forschungsprojekt, was jetzt seit über 40 Jahren, also Tamera gibt es 30 Jahre, aber das Projekt gibt es ja schon seit über 40 Jahren, wo das Projekt auf dem Weg dorthin ist. Der Kontakt unter Menschen, Gemeinschaft, die Themen Liebe, Sexualität, Partnerschaft, was wir in der Liebesschule erforschen. Da ist Tamera sehr, sehr weit gekommen. Die Wiederintegration unseres Lebens in die natürlichen Wasserkreisläufe, da ist Tamera auch sehr, sehr weit gekommen. Oder auch im Bereich Kinderaufwachsen, authentisches Kinderaufwachsen, was nicht den Standardisierungsformen der herkömmlichen Schulen und so weiter folgt. Auch da ist Tamera sehr, sehr weit gekommen. Auch im Bereich der Heilung ist Tamera, im Bereich der Spiritualität ist Tamera sehr, sehr weit gekommen. Das Ganze aber als ein komplexes Kulturmodell auch wirklich umzusetzen und auch wirklich dauerhaft zu leben, da sind wir noch nicht so weit gekommen, würde ich sagen. Ja. Was Tamera, glaube ich, in erster Linie der Welt zu geben hat, ist, dass es nach wie vor ein sehr, sehr committeter Ort ist, committed gegenüber diesen essentiellen Menschheitsfragen. Also diese Fragen, was heißt es, die größtmögliche Möglichkeit des Menschseins hier auf diese Erde zu holen. Die größtmögliche Möglichkeit der Liebe, Liebe ohne Angst, Liebe ohne Lüge, Liebe ohne Gewalt, ist ja von Anfang an eine riesige Überschrift über unserem Projekt gewesen. Wir sind hier an einem Ort, der mir sehr wichtig ist. Das ist der Steinkreis von Tamera. Und zwar ist es ein Ort, eine Art Gemeinschaftskunstwerk, den wir als ganze Gruppe gebaut haben. Das fing an im Jahr 2004 mit der Hilfe von Marko Pogačnik, ein Geomant aus Slowenien, und natürlich Sabine Lichtenfels. Und wir haben uns zum Vorbild genommen den Steinkreis Almendrisch in der Nähe von Évora. Der ist 10.000 Jahre fast möglicherweise alt. Also auch jeder dieser 96 Steine, die hier sind, hat eine bestimmte Qualität oder steht für einen bestimmten Aspekt in einer Gemeinschaft. Und wenn all diese Aspekte zusammenkommen, dann ist die Friedensinformation vollständig. Die Tamera-Gemeinschaft nutzt den Platz zum Beispiel, wenn jemand gestorben ist, zum Abschied nehmen, oder wenn ein Kind geboren wurde, zum Willkommen heißen, um Feste zu feiern, Vollmondfeste, Jahreszeitenfeste. Aber auch kann man es ganz in Stille benutzen, um hier zu meditieren, um an diesen verschiedenen Aspekten der Steine etwas herauszufinden. Und hier können wir auch lernen, was Gemeinschaft ausmacht.
In Gemeinschaft geht es nicht darum, ungeliebte Aspekte herauszudrängen, sondern im Gegenteil. Je mehr wir integrieren können, je vollständiger wir werden, je mehr Kräfte, auch vielleicht gegensätzliche Kräfte, sich ergänzen können, desto kompletter und mehr in Balance ist die ganze Gemeinschaft. Ja, wie nutzen der Menschen den Steinkreis? Also wie kann er einem real helfen bei zum Beispiel gemeinschaftlichen Durchläufen, die man hat? Also in Kurzform würde ich sagen, es hilft zu erinnern, dass ich viel mehr bin als meine Konditionierung, als meine Erziehung. Es hilft immer, sich hineinzubegeben in dieses große, ich nenne es göttliche Universum und von dort das Wunder des Ichs zu betrachten. Und wenn dieser Raum mal aufgeht im Herzen, dann kommen die Botschaften durch, dann merkt man, was ist der Ruf, was ist die Berufung. Im Steinkreis, ich sage es jetzt ganz humorvoll, wird man erkennen, es gibt keine Gemeinschaft ohne mich. Und aus dieser Öffnung kommt die Quelle, wo ich merke, Gemeinschaft ist so natürlich wie das Atmen. Eine Sache, die mich in Tamera immer total beeindruckt hat und weswegen ich auch nach Tamera gezogen war damals, das war, dass es so eine authentische Anteilnahme gab für das Schicksal von Menschen in dem globalen Süden, überhaupt für Menschen in bedrohteren Gegenden. Und dass wir hier auch an Lösungen arbeiten, die eben im globalen Süden angewendet werden können und da manchmal über Leben oder Tod entscheiden. Und das ist so ein Platz, wo das auch zum Ausdruck kommt. Das ist ein Platz, der Schwestergemeinschaft von Tamera gewidmet ist, San José de Apartadó in Kolumbien, eine sehr bedrohte Friedensgemeinde. Also eine Gemeinschaft von Menschen, die sich für Waffenlosigkeit und Frieden und Versöhnung entschlossen haben und die dafür einen hohen Preis bezahlt haben. Sehr viele Menschen sind gestorben und wir haben hier einmal in einer Aktion mit unseren Freunden von dort zusammen für jeden ermordeten Menschen einen Stein hingelegt. Und so kann man hierher kommen und sich damit nochmal verbinden. Es berührt mich, ich finde es wichtig, dass wir unser Privileg, was wir in Europa oder eben im globalen Norden haben, auch einsetzen, dafür uns zu erinnern, dass wir eine Erde sind, eine Menschheit. Ein weiteres Gespräch führe ich mit Ramona Kufert, von der ich weiß, dass sie gerade in zwischenmenschlichen Fragen von Liebe und Intimität sehr genau hinschaut. Tamera wird ja auch Heilungsbiotop genannt. Was heißt das für dich? Das ist erstmal ein Traum für mich. Ein Traum von einem angstfreien Leben. Also die Öffnung des Menschen zu pflegen und ein Leben aufzubauen, wo wir keine Angst mehr voreinander haben müssen. Das Wildschwein nicht vor mir, ich nicht vor dem Wildschwein. Das Kind nicht vor mir, ich nicht vor dem Kind. Das Wasser nicht vor mir, im Sinne von, dass ich es unbewusst oder fast raubend zu mir nehme. Für mich hat Heilung immer was mit Bewusstsein zu tun. Also auch zu sagen, ich schließe mich bewusst mit Menschen zusammen. Also ich betrete bewusst den Raum der Gemeinschaftsfindung, wissend darum, dass wir aufeinander prallen werden. Also ob ich das freiwillig tue und mit Bewusstsein, glaube ich, macht schon den Unterschied. Das ist anders, als wenn ich einfach in irgendeinen Raum reinstolpere und diese ganzen Prinzipien, ne, wo wir aufeinander prallen, Hass, Rache, Vergleich, Neid, Angst. Ich denke oft, die können sich nicht so ausbreiten in einem Raum, wo Menschen sagen, wir wollen wissen, was passiert. Also was geschieht eigentlich, wenn wir zusammenkommen? Und dann kann Heilung entstehen. Heilung im Sinne von Bewusstwerdung. Erstmal in jedes Gespräch fließt dieser Angststrom, diese Vorsicht, ne? Diese Wand mit rein. Und können wir anfangen, uns darüber zu verständigen, uns zu sagen, du, was ist los gerade? Das muss man sich ja auch erlauben.
so solidarisch miteinander zu werden, dass ich dir erlaube, bei mir einzugreifen, ne? Mich auch mal zu schütteln und zu sagen, du, ich glaube, das ist jetzt nicht wahr. Was sagt denn die Liebe in dir? Das ist ganz schön intim, oder? So miteinander zu sein, zu leben. Ja. Kommt mir so vor, als wäre das der eigentliche Schatz von Tamera, dass so ein Kontakt möglich ist. Das, was dieses Projekt für mich im Kern trägt. Ja, als Schatz hast du gesagt. Ja, diese Tiefenarbeit am Menschen, ne? Die Frage, was ist eigentlich der Mensch? Und wie können Menschen zusammenleben? Wo steht Tamera heute nach 30 Jahren? Und wohin geht die Reise? Ja, also Tamera braucht irgendwie eine gute Erfindung oder einige gute Erfindungen, weil wir gerade auch an einer sehr, sehr kritischen Stelle stehen, wo ich sagen würde, dass sich in Tamera auch etwas abbildet, was sich in der ganzen Gesellschaft auch abbildet, weil es jetzt um eine Ablösung geht. Und bei dieser Ablösung geht es jetzt darum, wie auf der einen Seite diese heiligen Essenzen, mit denen das Projekt mal gegründet wurde, lebendig bleiben und wie wir gleichzeitig mit den neuen Strömungen, die jetzt hineinkommen, umgehen. Und diesen Wechsel, auch diesen Generationswechsel oder auch die anstehende Integration der neuen Strömungen, die hineinkommen, das können wir nicht dogmatisch oder ideologisch lösen. Das müssen wir lösen, indem wir uns jetzt auf neue Art und Weise begegnen und auch die Zielsetzung und die Ausrichtung von Tamera neu definieren. Das ist wie, wenn ein Kind aufwächst. Erstmal braucht dieses Kind charismatische Figuren. Es braucht Mama und Papa und einen Umkreis, am liebsten eine Gemeinschaft als Orientierung. Dann lernt es laufen. Und dann kommt die Stelle, wo es auf einmal selbst erwacht in eine natürliche Autorität. Und so ist diese Frage, wie sehen denn die neuen Leitungsstrukturen aus? Da haben wir viel visioniert. Aber bis es dann mal wahr ist, dass man nicht einfach nur nachfolgt, sondern dass die leitenden Kräfte, also die natürlichen Autoritäten, die Mitglieder einer Gemeinschaft darin unterstützen, dass sie in ihre ganz authentische Kraft kommen. Mein Idol ist dann immer der Steinkreis, da habe ich ja jahrelang dran geforscht. Und das ist eigentlich für mich eine Art von Antwort, dass jedes Wesen einer Gemeinschaft wirklich auf den Grund seiner selbst kommt. Wer bin ich im großen Ganzen? Und dann merken wir, dass wir mehr sind als nur Menschen. Dann spüre ich habe Verbindung zu Tieren, zu Pflanzen, zu den Elementen, zu den Sternen. Und dann wird es nicht mehr diesem Prinzip der Konkurrenz und des Vergleichs folgen, sondern des Sich-Erkennens. Und dann werden neue Leitungsstrukturen entstehen, wo man aus diesem Vergleichs-, Konkurrenzkampf und Machtkampf austritt und anderen einfach das Vertrauen, das Mandat gibt. Und im Moment empfinde ich sehr stark, dass die jüngere Generation, die mussten sich auch mal erstmal, man kann ja nicht dauernd Leute vor sich haben und sagen, wir müssen es so machen wie ihr. Man muss da ja auch sich befreien, so wie wir das auch mussten. Um dauerhaft sagen zu können, wir sind eine Gemeinschaft, muss das Zusammenspiel zwischen den Generationen funktionieren. Und ich glaube, dass da Tamera ein Stück weit der Welt was schenken kann. Ich bin gespannt, wie Tamera weiter sein Schiff durch die Wogen der Zeit lenkt. Und ich bin auch gespannt, wie die Menschheit weiter navigiert, ob wir das kollektive Trauma heilen und die Kette von Angst und Gewalt auflösen können, liegt meiner Meinung nach auch daran, dass Heilungsbiotope entstehen, in Tamera und anderswo.